So, da sind wir wieder und ich bin total neugierig, weil ich lerne hier auf dem MMK eine Menge Firmen, Unternehmen kennen und bei manchen denke ich mir im Vorhinein, das sagt mir überhaupt nichts. Das sind dann wirkliche Spezialhersteller, aber die machen unglaublich tolle Produkte, die uns überall begleiten und ein solches Unternehmen ist Acceleron. Ich frage jetzt einfach mal, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ja, das kommt von Acceleration. Beschleunigung. Also, ja, richtig, ja. Beschleunigung. Und ich lese Turboladerhersteller, Einspritzsysteme für Schiffsmotoren. Ist das richtig? Ja, richtig. Ich würde sagen, bis vor 1,5 Jahren waren wir ein Hidden Champion, Aha. weil wir gehörten zur ABB. Und seit 1,5 Jahren sind wir jetzt an der Börse und jetzt sind wir ein Champion, ein Visible Champion. Und selbstständig. Ja, selbst. Sie haben sich aus ABB herausbewegt und machen sozusagen Ihr eigenes Geschäft. Ja, das war ein sogenannter Spin-off. Das heißt, jeder ABB-Aktionär hat dann eine Aktie von uns gekriegt als Dividende und wir sind 100%ig unabhängig von ABB. Obwohl wir es geschätzt haben, über 100 Jahre bei der ABB zu sein, aber wie so die Teenager wollen nach 100 Jahren, man möchte aus dem Haus, dem Elternhaus raus. Und selber beweisen, ja, dass richtig, man es gut kann. Herr Bischofberger, erklären Sie uns doch bitte, was genau machen Sie für Produkte und wer sind Ihre Kunden? Ja, also Turbolader kennen eigentlich die meisten aus dem Automobilbau. Wir machen aber Turbolader für die Großmotoren im Bereich von Schiff, von Energie und dieselelektrischen. Das sind Großturbolader. Die Hauptkunden sind 50% ist im Marinebereich, 40% im Energiebereich und die restlichen, wie gesagt, im Off-Highway und dieselelektrisch. Energiebereich, erklären Sie mir da, was machen Sie speziell für den Energiebereich? Also in erster Linie unsere Turboladen werden auf sogenannten Verbrennungsmotoren aufgestellt und weil währenddem es im Automobilbau eigentlich der Turbolader erst jetzt kommt, auf den Motoren, wo wir sind, sind halt die Vorteile immens. Ein Turbolader bringt bis zu 300% mehr Leistung. Also wie gesagt, jetzt gehen wir nochmals in den Automobilbereich, obwohl wir da nicht sind. Sind Sie glücklicher Besitzer eines Porsche Turbo? Ohne unser Turbolader Bin ich nicht, wird sein obwohl Porsche heute schon hier war. Richtig, aber dann wird aus Ihrem Porsche Turbo ein VW Polo. Ohne Ja. Turbolader. Und gleichzeitig erhöht sich noch die Brennstoffeffizienz um 10%. Das heißt, der Kohlenstoffdioxidausstoß wird um 20% reduziert. Und in der heutigen Zeit ist das natürlich genau die richtige Richtung, wo wir hin müssen. Wir bleiben noch mal einen Moment bei den Systemen für die Schiffsmotoren. Gerade die Schifffahrt, da haben wir einerseits den Gütertransport und andererseits natürlich eine Branche, die im Moment enorm boomt. Das sind die Kreuzfahrtschiffe, die ja auch sehr im Gespräch sind in Sachen Nachhaltigkeit, die es dort noch so nicht gibt. Welchen Beitrag kann Ihre Firma dort leisten? Ich glaube, zuerst möchte ich mal ein bisschen ausholen. Ich komme aus dem Kraftwerksbereich, Stromübertragung, Öl- und Gasgeschäft. Man ist sich eigentlich gar nicht bewusst, was die Handelsschifffahrt alles bewegt. 90% des Welthandels geschieht über die Schiffe, weil das ist die effizienteste Art, Sachen umzutransportieren. Also darum, es geht nicht ohne Schifffahrt. Aber die Schifffahrt hat erkannt, wir müssen auch bis 2050 auf Teufel komm raus unsere CO2-Emissionen reduzieren. Und da geht es nicht um die Kreuzfahrtschiffe, sondern um die Containerschiffe, die Tankerschiffe. Wie viel Prozent macht die Kreuzfahrtschifffahrt aus, wenn Sie sagen, der allergrößte weniger wie Teil ein ist? 10%. Ah ja, dann ist in der Tat der Gütertransport wirklich natürlich der ganz überragende Bereich, Richtig, wo was getan werden muss. Eben, Sie müssen sich vorstellen, das sind 50.000 Schiffe herum. Und die sind jetzt dran, eben zuerst mal die große Bewegung war vom Schweröl auf das Leichtdiesel. Heute geht man auf Erdgas und in Zukunft fahren schon Motoren mit Biomethanol. Wobei ich habe meine Zweifel mit Biobrennstoffen, weil wir sollten eigentlich die Sachen essen und nicht verbrennen. Die Zukunft wird synthetische Brennstoffe sein. Das heißt Brennstoffe, die über erneuerbare Energien und schlussendlich über Elektrolyseure, das heißt Wasser gespalten in Wasserstoff betrieben werden. Das ist die Zukunft. Aber es braucht Wann wird das in etwa sein? Haben Sie da eine Vorstellung? Ich glaube, da muss sich die Gesellschaft bewusst sein, was das heißt. Es ist ja nicht nur die Schifffahrt, die Richtung Wasserstoff oder synthetische Brennstoffe, auch Flugzeuge brauchen Wasserstoff. Da waren wir gerade eben mit Airbus. Richtig. Ja. Aber das Verrückte ist auch, die ganzen Düngermittel brauchen Wasserstoff. Das wird heute auch alles aus Erdgas hergestellt. Es braucht das Stahl, also die Mengen sind immens. Sie müssen sich mal vorstellen, wir müssen nochmals den ganzen gleichen Kraftwerkspark aufstellen, der heute weltweit steht, um die Energie zur Verfügung zu stellen, um den Wasserstoff zu produzieren. Und heute ist 60% des Kraftwerksparks immer noch fossil.
Klar. Also die Menschheit hat 150 Jahre dafür gebraucht, das aufzustellen, was wir heute haben. Wir haben eigentlich nur noch 30 Jahre Zeit, das Gleiche zu wiederholen mit neuer Technologie. Und wenn wir jetzt wieder auf Ihre Firma kommen, was sind da die Neuerungen? Wo gehen Sie dahin? Was sind Ihre Ziele und wer sind die nachfragenden Kunden? Wir sind Weltmarktführer mit beinahe 50% Marktanteil. Das hat einen guten Grund. Marktanteil um 50% in unserem Geschäft mit Turbolader. Das hat einen guten Grund. Wir haben die effizientesten Turbolader auf dieser Erde. Und früher war das schon wichtig, aber heute wird es noch wichtiger, weil Brennstoffe werden teurer, zum Glück. Ich finde, fossiler Brennstoff muss teurer werden, weil die Energie ist viel zu billig. Wir gehen nicht damit mit der Sorgfältigkeit um, wie sie eigentlich notwendig ist. Also wir mit den fossilen Brennstoffen werden der Brennstoff schon teurer und dass Sie ein Gefühl kriegen, ungefähr 40-50% der Lebenszykluskosten eines Schiffs ist Brennstoff. Das heißt, es ist auch zum Vorteil vom Schiffsbetreiber, dass die Effizienz gesteigert werden. Und wir werden weiter investieren in die Technologie. Wir sehen viele Chancen, sei es in der neuen Materialien, neuen Fertigung, Additiv, Digitalisierung, Simulation. Es gibt noch viel zu tun. Sicher, die Sprünge sind nicht mehr 10 Prozentpunkte oder was auch immer, aber mit den Herausforderungen, jedes Prozent zählt auch in Zukunft, noch viel mehr. Wenn wir in Deutschland und Europa ein bisschen in so eine Krise geraten, nicht mehr dieses Wachstum haben, wirkt sich das in Ihrem Geschäft auch aus? Nein, weil unser Geschäft ist eigentlich global. 40% unseres Geschäfts kommt aus Asien, weil die meisten Schiffe, wahrscheinlich außer ein paar Kreuzfahrtschiffe, die noch in Europa gebaut werden, die ganzen Handelsschiffe werden in Japan, in Korea und in China gebaut. Dann natürlich der Service, 75% unseres Geschäftes ist Service, also das heißt, wir warten unsere Turbolader, wir haben ungefähr 180.000 Turbolader weltweit, Wahnsinn, die Schiffe betreiben. Unser Geschäft ist global und die Auftragslage ist fantastisch. Die Schiffswerften sind bis im Jahr, wenn Sie heute ein neues Schiff bestellen, kriegen Sie das frühestens 2027. Ui, 3 Jahre. Und das geht noch länger, das ist ein Riesenbedarf. Gleichzeitig hat sich die Schifffahrt bekannt, um die CO2-Emissionen bis 2050 auf 0% zu bringen. Das heißt, jetzt muss ein riesiger Investitionsbedarf da, um die Schiffe zu erneuern. Gleichzeitig haben wir 50.000 Schiffe, die weltweit sich bewegen und die müssen auch irgendwie sauberer werden. Also da gibt es sehr viel Investitionsbedarf, aber es müssen noch neue Technologien entwickelt werden, um die bestehenden Schiffe sauberer zu machen und die neuen Schiffe zu bauen. Das war Daniel Bischofberger von Accelerant. Fantastischer Vortrag, interessant und vor allem wieder ein Beispiel dafür, für ein Unternehmen, was uns zeigt, dass wir jede Menge Hoffnung haben können, dass wir die Transformation schaffen. Und selbst wenn wir in Europa mal so eine kleine Delle haben, weltweit geht es im Grunde genommen weiter voran und Sie treiben mit den Fortschritt voran und das ist sehr positiv. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Ich würde mich freuen, wenn wir nächstes Jahr das Gespräch fortsetzen. Ihnen viel Erfolg und für Ihr Unternehmen auch. Herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.